Wer kennt sie nicht, die Kunststoffboxen? Und wofür sind so Kunststoffboxen gut? Ja, natürlich, um Sachen aufzubewahren. Manchmal benutzt man die auch in Schubladen, um dort irgendwas zum Sortieren. Aber dann passt die Größe nicht, die Höhe passt nicht, die Breite passt nicht, die Tiefe passt nicht. Wer kennt es nicht? Und was muss man dann in diesem Fall machen? Genau, man baut sich selber Boxen. Aus vielleicht auch Restmaterial. Aber man möchte nicht so viel Aufwand haben, da diese einzelnen Teile zusammenzuleimen. Und jetzt zeige ich euch heute eine Möglichkeit, wie man das Ganze ganz schnell und einfach mit einer Oberfräse oder mit einem Frästisch lösen könnte. Und wen das interessiert, der schaut sich das am besten jetzt an. Oh Mann, der Urlaub ist schon wieder vorbei. 3 Wochen sind richtig schnell vergangen. Und Leute, ich hoffe, ihr kennt mich noch. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und hoffentlich habt ihr mich noch nicht vergessen. Thema heute Boxen bauen. Warum Boxen bauen? Die Dinger gibt's billig zum Kaufen. Stimmt, die sind richtig günstig und ich möchte in meinen Schubladen neu organisieren. Ich möchte ein bisschen aufräumen. Ja, ich weiß, das macht man eigentlich vor dem Urlaub. Nein, ich mache es nach dem Urlaub, um euch auch einen Film zu bieten. So, und zwar... Ihr kennt es bestimmt selber. Schubladen, organisieren, solche Behälter rein. Aber diese Behälter passen von der Höhe, von der Breite oder von der Tiefe einfach nicht. Und was macht man dann? Ja, man baut sich solche Boxen selber. Ich möchte sie aber nicht so mega aufwendig selber bauen, sondern ich möchte einfach hier mein vorhandenes Material, was ich noch da habe, verwenden und möchte daraus irgendwelche Boxen bauen in meiner Wunschgröße. Wie das funktioniert, das schauen wir uns heute nämlich an. Das macht man nämlich ganz einfach, nicht aufwendig mit der Oberfräse oder mit dem Frästisch. Und das haben vielleicht die meisten doch schon irgendwo daheim, die das dann damit machen können. Ich würde sagen, es wird nämlich, ja, ich sage jetzt mal, ein relativ kurzes Video. Deshalb starten wir gleich rein, wie ich das Ganze machen würde. Jetzt kommen wir mal zum Material. Leute, ihr könnt verwenden, was ihr wollt. Ich habe jetzt hier Pappelsperrholz mit 6 mm Stärke. Ihr könnt es auch dünner werden, überhaupt kein Stress. Ihr könnt auch das ganz billige Material verwenden oder ihr könnt auch Restmaterial verwenden. Das ist jetzt einfach nur so eine Bodendiele. Das funktioniert echt auch. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Was wir noch brauchen, ist ganz wichtig, das ist der Fräser. Und zwar ist das ein 90 Grad V-Nut-Fräse. Kann ich euch natürlich unten nochmal alles verlinken. Ihr braucht ein Cuttermesser, ihr braucht Klebeband, Leim und natürlich eine Fräse. Ob das jetzt eine Oberfräse ist oder ein Frästisch ist komplett egal. Ich werde es am Frästisch machen, aber ihr könnt es ganz genauso auch hier mit der Oberfräse einfach fräsen. Das ist euch überlassen, je nachdem, was ihr da habt. Also angenommen, ihr wollt hier eine Box haben, die 156 mm lang ist, Breite 68 mm und 60 mm an Höhe hier hat. Ihr könnt es natürlich Wunschgröße machen, wie ihr wollt. Ihr könnt sie auch Riesenboxen bauen damit. Überhaupt kein Stress und wie gesagt, Material ist auch komplett egal, je nachdem, was ihr nehmen wollt. So, also, wie kommen wir auf diese Maße? Was müssen wir da rechnen? Dieses Brett, dieses Reststück oder was auch immer, wenn ich jetzt 156 mal 68 mal 60 an der Höhe haben will, dann ist es ganz einfach. Wir brauchen zweimal die Höhe. Das heißt 60 plus 60 plus 156 mm ergibt einen Wert von 276 mm. An der Breite ist es auch genau das gleiche. 60 an Höhe mal 2, also 60 plus 60 plus 68 mm an der Breite ergibt einen Wert von 188 Millimeter. Das heißt, das Brett müsste 276 Millimeter lang sein, eine Breite von 188 Millimeter haben und die Höhe ergibt sich ja praktisch dann nachher so. Das heißt, wir werden das Ganze jetzt, ihr braucht es frei nicht anzeichnen, aber ich werde es euch mal zeigen, wie das Ganze dann auszuschauen hat am Schluss. Also ich werde jetzt hier auf jeder Seite einfach mal 60 Millimeter reinmessen und das Ganze dann anzeichnen.
Das Ganze schaut jetzt dann so aus. Wie gesagt, ihr müsst das Ganze nicht aufzeichnen. Wenn ihr eure Maße habt, wenn ihr das ausgerechnet habt, also zweimal die Höhe, zweimal die Höhe, einmal die Tiefe oder die Breite, je nachdem, ist dann praktisch das Gesamtmaß. Das ist dann kein Stress, also ihr müsst es nicht aufzeichnen. Ich habe es jetzt aber auch mal für euch gemacht, dass ihr seht, wie das Ganze ausschaut. So, jetzt drehen wir das Ganze um, oder was heißt umdrehen? Wir nehmen jetzt ein Kreppband oder ein Klebeband und kleben jetzt mal auf diese Linien einfach mal unser Klebeband drauf. Das ist dann nachher dafür da, dass es einfach stabilisiert wird, nicht, dass es dann auseinanderkracht. Klebeband ist drauf und auf der anderen Seite wird dann gefräst. Das heißt, wenn man das Ganze jetzt mit der Handfräse macht, Oberfräse, dann müsst ihr jetzt euren V-Nut Fräser, 90 Grad Fräser, müsst ihr dann praktisch einspannen. Und jetzt kommt's. Jetzt müsst ihr dann praktisch die Tiefe so einstellen, dass wir wirklich ganz wenig Material stehen haben. Halben Millimeter, maximal einen Millimeter, wenn überhaupt, dass es stehen bleibt. Und wenn ihr dickeres Material habt, dann müsst ihr öfters mal drüber fräsen. Das heißt, wenn ihr jetzt viel stärkeres Material habt für große Boxen oder so, dann würde ich auf jeden Fall auf mehrfach darunter fräsen. Wir haben jetzt hier 6 Millimeter, da kann ich auf einmal durchfräsen. Das ist kein Stress mit dem Fräser. Und das stellt ihr praktisch euren Fräser so ein, dass wirklich... Obala. Ich mache das natürlich nachher am Tisch, an meinem Frästisch. Ich mag das lieber. Und zwar stellt ihr das wirklich dann so ein, dass da wirklich noch 1 Millimeter vielleicht an Material stehen bleibt. Wenn ihr jetzt die Tiefe eingestellt habt, die richtige, dann müsst ihr noch euren Anschlag hier einstellen. Und zwar müsst ihr genau auf dieser Linie fräsen. Das heißt, die Spitze muss bis zum Anschlag einfach diese 60 mm haben. Die 60 mm sind die Höhe. Und dann stellt ihr das praktisch auch noch ein. Die Höhe, den Anschlag auf die 60 mm und dann könnt ihr eigentlich schon losfräsen. Und wir müssen jetzt einmal komplett alle Striche abfräsen. Das könnt ihr natürlich mit der Handfräse so machen. Einfach dann rumfräsen, das Ganze drehen, fräsen, das Ganze drehen, fräsen und so weiter und so fort. Wenn ihr noch nicht ganz sicher seid mit der Tiefe, fräst sie lieber zweimal oder dreimal und stellt die Tiefe wirklich so ein, nicht dass er dann komplett durchfräst. Also wie gesagt, es muss noch minimal was stehen bleiben. Wie gesagt, wir machen das Ganze bei mir jetzt hier am Frästisch. Ich habe ihn schon eingestellt. Das sind die 60 mm, praktisch die Höhe der Kiste. Und jetzt, das habe ich jetzt eingestellt. Ich habe es jetzt gerade noch mal gemessen. Und zwar bin ich da auf 0,8 mm, 0,85 mm. Legen wir mal den 0,85er noch mal hin einfach. Und das sind 0,85 mm, was bei mir stehen bleibt. Und so würde ich es auch circa einstellen, je nach Material, was ihr natürlich auch habt. Das müsst ihr ein bisschen rumspielen. So, das heißt, wir werden auf der Seite fräsen. Dort das ist das Klebeband angebracht. Ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall eine Schiebehilfe zu nehmen. Ist sicherer, das Ganze drüber zu schieben. Ich werde es jetzt auch so machen, dass ich dann zweimal drüber gehe. Das heißt, ich werde hier das erste Mal durchfräsen und dann nochmal einen Durchgang machen, um das Ganze schön sauber zu fräsen. Und so werde ich jetzt einfach 1, 2, 3, 4 Mal drüber fräsen und das sollte doch funktionieren. Also, start mal rein. So, und jetzt schaut's mal, es ist rasend schnell gegangen. Wirklich, paar Minütchen, fertig, zweimal drüber fräsen, richtig schöne, saubere Fräsung. Und jetzt schaut's mal, oh, schaut's mal, ja, da seht's ja schon, wie locker das Ganze ist. Also wir haben ganz minimal noch Material stehen lassen. Und jetzt können wir weitermachen und die Kiste ist jetzt gleich fertig.
Boah, so einfach. 4 Fräsungen und wir sind schon fertig. Leute, ihr seht, es ist ganz leicht biegbar. Und jetzt müssen wir es einfach nur noch verleimen und dann sind wir wirklich fertig und trocknen lassen. Wie ihr das Ganze jetzt praktisch mit der Gärung macht, also es gibt ja diese Gurte, die man dann so spannen kann. Das ist natürlich für die kleine Kiste total übertrieben, braucht man nicht. Wenn ihr große Kisten habt, dann würde ich euch sowas empfehlen. Aber ihr könnt es natürlich auch mit dem Klebeband machen. Also schaut's mal her. Bevor wir verleimen, müssen wir noch was machen. Und zwar diese 4 Ecken rausschneiden. Geht ganz schnell. Könnt ihr ein Cuttermesser nehmen. Ich nehme hier ein Skalpell. Und zwar braucht ihr einfach nur in die Linie reinnehmen. Ihr könnt auch noch einen Winkel benutzen dafür zum Schneiden. Ich mache es jetzt einfach frei Hand, das wird schon funktionieren. Und das schneiden wir einfach mal raus. Es ist ja ganz hauchdünn und einfach nur mal 1- oder 2-mal drüber ziehen. So, und das müsste es eigentlich rausgehen. Jawohl, es geht raus. Da noch ein kleines bisschen. Und so macht ihr das an allen 4 Ecken und dann können wir echt verleihen. Geht schnell. So, Leim einfach rein, die Seite, an den Seiten noch rein, fertig. Jetzt brauchen wir es nur hochklappen. Bam. Zack. Und nochmal zack. So. Und jetzt, obala, und jetzt das ist es ein bisschen blöd, müsst man das Ganze spannen mit diesem Gurt, aber wir machen das ja nicht mit dem Gurt, sondern wir machen das mit unserem Klebeband. Ups, da habe ich noch Leim vergessen. So, jetzt müssen wir es nur noch abtrocknen lassen. Ihr seht, die Kiste ist fertig in Wunschgröße, in Wunschbreite, in Wunschhöhe. Super. Einfach nochmal nachher abziehen, das Klebeband und dann vielleicht gegebenenfalls noch schleifen, wenn wir da irgendwo noch Leim haben. Ich habe da schon mal welche vorbereitet. Also man kann hier Kisten bauen in Wunschgröße, Wunschhöhe, Wunschbreite und so weiter mit verschiedenen Materialien. Ihr seht es. Ich habe da jetzt hier Pappelsperrholz und außerdem auch nochmal das war Abfallholz, also diese Bodenplatten hier habe ich verwendet, dieses Klickvinyl. Funktioniert echt auch ganz gut. Ja, da muss man vielleicht noch ein bisschen drüber schleifen, aber ist ja nicht schlimm. Steht ja dann praktisch in der Schublade drin und ich habe hier Abfall verwendet. Also echt top. Schaut doch sauber aus, kann man doch gar nichts sagen. Ich werde es jetzt auf jeden Fall noch mal schleifen, noch ein bisschen rund machen und fertig. Und schon habe ich meine Wunschgröße erreicht. Cool. So, jetzt schaut's mal, wie toll die nach dem Schleifen rausgekommen sind. Kein Dreck mehr dran, gar nichts. Echt sauber geworden. Und das in dieser Geschwindigkeit, solche Boxen herzustellen, ist echt top in Wunschgröße. Natürlich könnt ihr die noch richtig riesig groß machen, wie ihr wollt. Ja, ich möchte es euch nicht verschweigen. Ich habe hier einen kleinen Schaden drin. Seht ihr das Ganze? Ist jetzt auch nicht so schlimm, ist einfach nur eine Box. Kann passieren. Gut, aber jetzt ist die Frage, wie passt es von den Maßen her? Wir haben ja vorhin gesagt 156, 68 auf 60. So, das wollen wir jetzt mal testen. Und zwar 156 perfekt. 68, ja gut, 67,5 vielleicht so. Hey, ein halbes Zehntel, wurscht. Und die Höhe wollen wir natürlich auch nochmal testen. Und das sind 60 mm. Also es passt auch von den Maßen her. So, und jetzt ballert mal unten rein, wie euch die Möglichkeit hier gefällt und wie ihr vielleicht solche Boxen gemacht habt. Jetzt kommt der eine oder andere wieder, hey, das mache ich doch mit dem Laser, ist doch viel einfacher. Ja, stimmt, ich hätte da hinten auch noch Laser stehen, aber ich wollte es ja für diejenigen Leute bauen, die noch keinen Laser haben. Und das funktioniert mit einer Oberfräse, die haben viele daheim, oder mit einer Tischfräse echt super, super gut.
Ich werde euch natürlich die Sachen, die ich im Video verwendet habe, alle unten in der Videobeschreibung verlinken. Also mir gefällt diese Möglichkeit sehr gut. Vielleicht habt ihr auch noch andere Möglichkeiten und könnt es unten auch noch mal in die Kommentare reinschreiben. Aber die Möglichkeit muss natürlich auch genauso schnell sein. So Leute, wir sind am Ende des Videos. Ich habe euch ja gesagt, es wird ein sehr kurzes Video. Ist total easy und einfach zu machen das Ganze. Lasst dem Video einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, vergesst die kleine Glocke nicht, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich würde sagen, schöne Aufbewahrungsbox-Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.